Hey Leute, ihr seid bei Ich Grille Lecker eingeschaltet und heute machen wir sowohl den teuersten als auch den billigsten Shawarma und vergleichen dann ihre Geschmacksrichtungen. Der teure Shawarma wird mit einigen High-End-Kochtechniken zubereitet. Jetzt fangen wir mit dem billigen Shawarma an. Zuerst machen wir die Soße. Drücke die gesamte Packung Mayonnaise in eine Schüssel und füge etwa 4 Knoblauchzehen hinzu. Wir beginnen mit der Soße, damit sie etwas Zeit zum Marinieren hat. Füge einen Teelöffel Salz, einen Teelöffel Pfeffer, 2 Esslöffel Essig und einen Teelöffel Zucker zur Mayonnaise mit Knoblauch hinzu. Nimm von dem Dill nur eine kleine Menge und hacke ihn fein. Wirf den Rest des Dills nicht weg, er wird später noch nützlich sein. Gib den gehackten Dill in die Sauce und mische alles gut durch. Sobald alles vermischt ist, ist es am besten, die Sauce in eine Spritzflasche umzufüllen, das macht es später einfacher. In den Mixer gibst du eine Tasse Wasser, 5 Knoblauchzehen, jeweils einen Esslöffel Salz und Pfeffer und den restlichen Dill. Mixe alles zusammen und presse dann den Saft aus dem Dill. Du solltest eine schöne grüne Mischung erhalten. Als nächstes nehmen wir ein Hähnchenschenkel und stechen es mit einem Messer ein. Das hilft dem Fleisch, schneller zu marinieren. Die Einschnitte in der Haut unterstützen dies ebenfalls. Lass es mindestens eine halbe Stunde marinieren. Während das passiert, schneide etwas Käse in Stücke. Schneide jetzt eine Tomate in Halbmonde. Übrigens, für den billigen Shawarma haben wir eine ziemlich gute Füllung. Vergiss nicht, eine eingelegte Gurke zu schneiden. Lass uns nun das Kohl zerkleinern, speziell die Kohlblätter. Du solltest auch das Ketchup in eine Spritzflasche füllen oder eine Ecke der Verpackung abschneiden. Erhitze eine Pfanne und gib ein wenig Öl hinein. Inzwischen sollte das Hähnchenschenkel gut mariniert sein, also ist es Zeit, es zu braten. Gieße die Dillmarinade über das gebratene Hähnchen. Sieh dir nur diese Farbe an. Sie schreit praktisch nach Halloween. Persönlich erinnert es mich an eine Art Zaubertrank. Woran erinnert es dich? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Am Ende füge zerdrückten Knoblauch hinzu und lass es ein wenig ziehen. Trenne das Fleisch vom Knochen. Und hey, ich weiß, du denkst vielleicht, dass das Fleisch vollständig durchgegart sein sollte, aber du hast diese Version einfach noch nicht probiert. Denk auch daran, dass dies ein billiger Shawarma ist und deshalb verwenden wir jede Zutat, die wir haben, um ihn lecker zu machen. Jetzt formen wir den Shawarma. Da das Lavash billig und nicht von sehr hoher Qualität ist, haben wir beschlossen, den Shawarma in 2 Schichten zu wickeln. Wir verteilen das Ketchup wie im Video, dann fügen wir den zerkleinerten Kohl hinzu. Als nächstes kommt der Käse und die eingelegten Gurken. Jetzt können wir das Fleisch darauf schichten. Ehrlich gesagt sieht es für mich schon appetitlich aus. Auf das Fleisch legen wir die geschnittenen Tomaten und dann etwas koreanische Karotten. Eine Prise Käse kommt darüber. Zum Schluss träufeln wir unsere Knoblauchsauce darüber. Wir haben alles in diesen Shawarma gesteckt und deshalb ist er so riesig geworden. Es ist eher ein riesiges Sandwich als ein Shawarma. Sieh dir nur die Größe an. Lege den Shawarma auf eine trockene heiße Pfanne. Da dies ein Budgetgericht ist, halten wir unsere Kochmethoden einfach. Für diesen Shawarma brauchen wir eine Presse, um ihn zusammenzudrücken, und wir haben nichts Besseres gefunden. Es mag lustig aussehen, aber es ist wirklich effektiv. Nach etwa 5 Minuten wende den Shawarma auf die andere Seite. Wir waren super neugierig, dieses riesige Ding zu wiegen, und es kam auf 707 Gramm. Überraschenderweise wurde der Käse sehr zähflüssig. Geschmacklich ist dieser Shawarma ziemlich gut und erinnert mich an die an Bahnhöfen. Wir bewerten ihn mit 5 von 10 Punkten. Als nächstes haben wir den teuren Shawarma. Wir beginnen mit Entenkeulen. Ritze die Haut in einem Kreuzmuster ein, aber diesmal, um das extra Fett aus der Ente zu schmelzen.
Sobald das Entenfleisch eingeritzt ist, würze es mit Salz. Mach dir keine Sorgen, zu viel Salz zu verwenden. Die Ente nimmt nur das auf, was sie braucht. Als nächstes grillst du die Keulen auf einem vorgeheizten Grill oder genauer gesagt, auf einem Gusseisengrill. Kombiniere etwas Alufolie und Metzgerpapier, dann lege die angebratenen Entenkeulen darauf. Sieh dir nur an, wie appetitlich sie schon aussehen, belege sie mit etwas Rucola und wickle dann alles fest ein. Schicke es für etwa 1 Stunde und 20 Minuten bei einer Arbeitstemperatur von etwa 250 Grad auf den Grill. Während das kocht, schälen wir diese exotische Birne. Schneide sie in Hälften und dann in Halbmonde. In einer erhitzten Pfanne gibst du etwas Butter und legst die geschnittenen Birnen hinein, um sie zu braten. Denke daran, alle Scheiben zu wenden. Du solltest sie auch mit braunem Zucker bestreuen, das karamellisiert die Birnen. Sobald du die Pfanne vom Herd nimmst, füge ein wenig Cognac oder Brandy hinzu und während die Pfanne noch heiß ist, zünde sie an. Sei sehr vorsichtig, dass du die Wohnung nicht abfackelst. Nur für den Fall kannst du die Flamme mit einem Deckel löschen. Das Schließen mit einem Deckel wird helfen. Diese Kochmethode nennt sich Birne flambiert. Während des Brennens verdampft der Alkohol und hinterlässt einen unglaublichen Geschmack. Jetzt machen wir die Sauce. Mische etwas Roquefort-Käse mit Sahne Primmint am Verhältnis 1. Sobald alles vermischt ist, erhitze die Mischung. Achte darauf, sie gründlich umzurühren und auf die richtige Konsistenz zu bringen. Jetzt packe den Brie-Käse aus und schneide ihn in Scheiben. Während wir all das gemacht haben, sind die 1 Stunde und 20 Minuten vergangen. Nimm dir einen Moment, um die Entenkeulen visuell zu genießen. Wenn du denkst, dass wir dein Like verdienen, gib uns bitte eines unter diesem Video. Das wäre die beste Belohnung für unsere Mühe. Jetzt ist es Zeit, den teuren Shawarma zusammenzustellen. Verteile die Roquefort-Sauce über das Lavash, gefolgt von gezupftem Entenfleisch. Träufle etwas Nasharab-Sauce darüber und du kannst noch etwas mehr Roquefort-Sauce hinzufügen. Streue ein paar Rucola-Blätter und die flambierte Birne darauf. Auf die Birne legst du Scheiben von Brie. Träufle noch mehr Nasharab-Soße über alles, dann wickle und rolle den Shawarma ein. So würde man ihn in einem schicken Restaurant zubereiten. Hier haben wir uns vorgestellt, die Köche eines solchen Ortes zu sein. Garniere den Shawarma mit Rucola-Blättern und Honigtropfen, beende ihn mit einem letzten Schuss Nasharab-Sauce und einer Prise Pinienkernen. Und da hast du es, der edle Shawarma ist fertig. Ich empfehle absolut, diese Version auszuprobieren. Du hast keine Ahnung, welche Geschmackserlebnisse dir entgehen, wenn du ihn nicht probierst. Für diesen Shawarma würde ich sogar 100 von 10 Punkten vergeben. Vergiss nicht zu abonnieren und diese wertvollen Likes zu geben. Wir machen das alles für euch. Das war's für jetzt. Bis später.